Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Puls. Digitalisierung, digitale Transformation, was bedeutet das eigentlich für Sie konkret im Alltag, in Ihren Prozessen? Große Plattformen wie Amazon, eBay oder wie Alibaba, genauso darüber hinaus auch mittelständische Plattformen, beschäftigen Unmengen von Menschen damit, sich neue Absatzkanäle und neue digitale Unterstützungsmöglichkeiten auszudenken. Welche Möglichkeiten bestehen für Sie konkret, um an der Stelle den Mittelstand tauglich zu machen für die Zukunft und da nicht abgehängt zu werden? Wir sind heute im Digital Hub Münster und ich begrüße Tom Malesser, Geschäftsführer hier. Hallo Tom. Moin, herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ein Hub ist eigentlich sowas wie eine Mehrfachsteckdose. Viele von Ihnen haben vielleicht einen USB-Hub unterm Schreibtisch liegen, der vernetzt. Das tun wir hier physisch. Vom Nerd, der vielleicht eine neue Software programmiert, über Berater, der uns sagt, was muss ich bei der Datenschutzgrundverordnung beachten, bis hin von Umsetzern, die sagen, okay, wie kann ich die Implementierung dafür in meinem Unternehmen hinbekommen. Das heißt, wir sind so ein Netzwerkknotenpunkt, in dem sich all diese Menschen treffen. Und das heißt, für unsere mittelständischen Kunden könnte es sein, dass der Digital Hub so eine Art Schnellboot ist, wo erstens die Personen zu finden sind, die man sonst am Markt gar nicht bekommt. Schnelle, innovative, kreative und technologisch gut ausgebildete Menschen. Und die könnte man an Themenstellungen heransetzen, die eben den Handel beschäftigen, wie sie die Zukunft gestalten. Ganz genau so ist das. Das machen wir in unterschiedlichen Formaten. Angefangen vom, das ist ein bisschen Buzzwording, vom Reverse Pitch, wo ein Unternehmen wirklich nach vorne geht und eine ausgewählte Klientel an Fachleuten im Zuschauerraum sitzt. Das Unternehmen sagt, hier habe ich eine Herausforderung, hier gibt es ein Problem, das wissen wir nicht zu lösen und das versuchen wir seit 30 Jahren schon irgendwie in den Griff zu kriegen. Und dann geht man mit den anwesenden Fachleuten direkt in Workshops und sucht sich am Ende die raus, mit denen man die Lösung weiter voranarbeitet. Wir haben also unterschiedliche Formate. Es gibt Workshops, Hackathons, Makeathons, Connectathons und wie die Tiere alle heißen. Also unterschiedliche Möglichkeiten, diese Vernetzung auch mit Leben und Lösungen zu füllen. Also neben der IT, die wir als GWS ja schon seit vielen Jahren im Großhandel etablieren, stellt sich die Frage, welche dieser Buzzwords denn heute inhaltlich geeignet sind, um unseren Kunden in den Prozessen zu helfen. Kann es Internet of Things sein, kann es 3D-Druck sein? Welche Themenstellungen sind da und welche Möglichkeiten gibt es vielleicht auch konkret hier, etwas zu erarbeiten? Also A, gibt es die Basismöglichkeit, überhaupt so etwas zu erarbeiten, in einem Kreativraum, einem Makerspace, sich der Zukunft quasi des Unternehmens zu erschließen. Alles, um die zwei wesentlichen Fragen, die auch den Handel umtreiben, zu beantworten. A, wie finde ich meine Kunden und wie finden die mich, wenn zukünftig vielleicht alle bei Amazon und Zalando kaufen? Und wie finde und behalte ich dafür die richtigen Mitarbeiter, um meine Kunden weiter zu erreichen? Tom, danke für den Überblick. Jetzt möchte ich es mal konkret sehen. Ja, komm, wir gehen mal auf den Rundgang, schauen uns das einfach alle mal an. Ja, was wir hier unten haben, sind Coworking Spaces, die an Mittelständler, Startups und Gründer vermietet sind, die sich teilweise in einem Büro 4 Schreibtische teilen und sich natürlich dann täglich austauschen können. Lass uns mal hier schauen. Yannick. Sei gegrüßt. Was macht Hoch 10? Digitalisierung einmal vom Bestandsgeschäft, aber eben auch die Kompetenz, in neue Geschäftsfelder zu übertragen und vielleicht mal komplett neue Wege zu beschreiten. Also wir sagen, innerhalb von 4 Wochen sollte das erste MVP stehen. Was ist ein MVP? Ein MVP, Minimum Viable Product, also ein Produkt, das nur ganz wenig Funktionen hat und trotzdem schon dem Kunden einen echten Benefit bringt. Vielen Dank, scheint gut zu laufen. Bin gespannt, wem du noch alles weiterhelfen kannst mit deinem Team. Ja, wir auch. Ja, hier im Erdgeschoss ist also sehr viel los, dadurch, dass wir zum Beispiel hier vorne auch die Flexdesks haben. Das sind Offices, die man sich entweder stunden-, tageweise oder fest anmietet. Cedric ist heute da. Was ist für dich das Besondere, hier im Hub mitzumachen? Ich finde es einfach super spannend, wie viele spannende Leute hier rumlaufen, das Ökosystem, das Netzwerk, das hierdurch gewonnen wird. Genau, den Kontakt zu Unternehmen, der uns dadurch ermöglicht wurde, bringt uns viel weiter und eröffnet uns einfach den Eintritt zum Markt. Wie würdest du die Atmosphäre hier im Hub beschreiben? Also hier sind alle super locker drauf, tatsächlich für uns junge Menschen natürlich sehr attraktiv. Man kann auch sich konstruktiv mal unterhalten. Also man befruchtet sich. Genau. Und einfach den Austausch, den man auch beim Mittagessen zum Beispiel miteinander hat, ist immer viel wert.
So, hier bei uns in der zweiten Etage haben wir das Fab Lab neben weiteren Coworking Spaces, Büros und dem Accelerator-Programm. Wir nehmen die Startups mit auf Messen bis hin zum Mobile World Kongress nach Barcelona oder zur CeBIT. Dann kommen wir jetzt als nächstes zum Herzstück des Fab Labs, zum Makerspace, dem Kreativraum, dem Tisch, an dem man alle Menschen versammelt, die man benötigt. Wenn man die Idee entwickelt hat, dann geht es weiter in dem Raum an hochperformanten Rechnern. Wir bieten auch den ganzen Software-Stack, den man benötigt, um die Idee quasi in die digitale Welt zu überführen. Um dann im nächsten Büro das Thema Elektronik und Sensorik zu spielen. Jetzt fragen sich vielleicht viele, das ist der Digital Hub, warum Elektronik und Sensorik? Das ist ganz einfach, kein Smart Home, kein Smart Drive, kein Smart City ohne Elektronik und Sensorik. Digitalisierung ist dann nur der Steuerknopf quasi dafür. Deshalb haben wir hier ein Prototypenlabor mit 25.000 Einzelteilen, dass jeder sich das bauen kann, was er gerne bauen möchte. Die Idee, die Software, Elektronik, Sensorik, um im nächsten Büro das Thema Oberfläche zu spielen. Also an Farbechtmonitoren mit einem kleinen Foto- und Filmstudio, das Ganze dann auch in die Bildwelt zu überführen. Als nächster Schritt nach dem Bereich Oberfläche möchte man das natürlich auch gerne mal haptisch haben. Dafür haben wir in diesem Raum, im größten Raum, den größten Maschinenpark. Also verschiedene 3D-Druckverfahren, Vinylcutter, CNC-Fräsen, Plotter, um das zu bauen, dreidimensional, was man sich hier ausgedacht hat. Um dann im nächsten Schritt, und das sagt auch das MIT, das Ganze in die virtuelle Welt zu überführen. Das heißt, bevor man überhaupt den ersten Spatenstich macht, das erste Geld dafür ausgibt, hier mit Hilfe von Virtual und Augmented Reality in der Lage zu sein, durch die neuen Gebäude durchzulaufen. Hier gibt es dann zum Beispiel die Brille, die man sich aufsetzt, die einem dann ermöglicht, zum Beispiel durch den geplanten Baumarkt, den Kundenraum, den Schau- und Verkaufsraum durchzugehen und festzustellen, die Fenster sind viel zu klein oder der Aufzug muss weiter nach links, die Farben nicht grün, sondern rot. Wir laden jeden ein, herzukommen und es auszuprobieren. Da sind schon sehr, sehr viele tolle Ideen daraus entstanden. Das Prototyping, das erste Modell kann man davon hier wirklich erstellen durch all diese ganzen Schritte. Ja, Tom, das war ein super Einblick. Danke erst einmal dafür. Mir ist klar geworden, der Digital Hub bietet die Möglichkeiten, von einer ursprünglichen Idee unmittelbar durch die Räume hindurch entlang einer Methodik direkt zum Produkt zu kommen. Ob das dann physisch ist oder schon noch digital, beide Möglichkeiten bestehen und so kann ich mir vorstellen, dass man innovative Ideen auch direkt hier mit euch entwickeln kann. Danke für den Einblick da. Aber gerne.